Hallo meine lieben Leute der gleichen EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Mythos Unlock iCloud. Was ist wirklich dran? Kann man ein Apple-Handy, ein iPhone entsperren, wenn es Lock by Honor ist? Lock by Honor ist eine Diebstahlsperre, eine persönliche Sicherheit, ein Handy verloren Sicherheit. Es ist einfach für viele Sachen da, dass es einfach gesperrt ist, das Handy, dass es niemand benutzen kann, dass es für jeden wertlos ist, der die Anmeldedaten des Besitzers nicht kennt. Nun, es scheint ziemlich viele ja solche Probleme zu haben, zumindest wenn man sich die Click-Rates so anschaut, die hier bei YouTube so auflaufen. Und anscheinend gehen viele davon aus, dass YouTube jetzt die einzige Quelle dafür ist, dass man das entsperren kann und dass man hier solche Videos auch findet. In der Tat findest du solche Videos bei YouTube. In der Tat ist es aber so, dass die Dinger nicht funktionieren. In der Regel sind es gut gemachte Videos, kann man nichts sagen, es wird alles toll geschrieben. Dann funktioniert es nicht, dann machst du es nochmal, es funktioniert nicht. Die ganze Zeit läuft das Video vorwärts, rückwärts, wir besuchen eine bestimmte Stelle. Das gibt einen Haufen Klicks, das gibt Abspielzeit für den Kanal, der das vertreibt und befördert den Kanal halt sehr weit nach oben. Diese Kanäle findet man dann irgendwann mal später irgendwo zum Kaufen. Da sind diese Videos allerdings dann nicht mehr enthalten. Haben dann halt schon so und so viele Abonnenten und Likes und Viewtimes. Ja, so kann man Kanäle aufbauen bei YouTube. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass diese Videos wirklich sehr gut gemacht sind und ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, woran du erkennst, ob es funktionieren kann, was du dir anguckst, oder woran du erkennst, dass es nicht funktioniert, was du dir anschaust. Und dann werden wir zum Schluss einfach das Fazit ziehen, ist iCloud Unlocked ein Mythos oder nicht. Jetzt habe ich einfach mal das erste Video hergezaubert. Siehst auch links wirklich schön, iPhone Locked by Honor. Wir können das jetzt mal, ich mache jetzt immer den Ton aus. Das ist jetzt bloß Musik, jetzt redet keiner, also von daher gesehen kann das einfach mal so laufen lassen. Es wird doch schön gezeigt. Erstes Manko, was mir schon mal auffällt, warum trägt der Typ Handschuhe? Wenn ich ein YouTube-Video mache, mache ich keine Handschuhe. Also, ich sehe es ja irgendwie ein, wenn Anonymous da ihre Masken aufsetzt, die finde ich auch wirklich als Markenzeichen cool. Aber hier einen Handschuh zu tragen, also für mich sagt das, der Junge hat Tätowierungen, er will nicht, dass man die sieht, dass man ihn erkennt. Da. Aber das schon mal weg. Was macht er jetzt hier? Er versucht jetzt hier das iPhone zu aktivieren und zu zeigen, dass das nicht geht. Also erst verschwenden wir jetzt hier einfach mal viel Zeit, euch zu zeigen, dass euer Handy gesperrt ist, dass es nicht funktioniert. Soweit könnt ihr da schon mal eigentlich sicher sein, dass ihr bis hier noch nicht verarscht werdet, weil das ist wirklich alles so. Das funktioniert. Dann gehen wir hier hin. So, und hier fängt er jetzt an, wie blöd erstmal umeinander zu knicken. Activation Now, das wiederholt er jetzt. Ich meine, wer weiß, dass es nicht aktivieren kann, der hat die Meldung ja schon gekriegt. Ja, macht er halt noch einmal. So, jetzt fängt er an, erstmal alle möglichen Dinge hier aufzurufen und zu zeigen. Es ist keine Stimme dabei, es läuft eine Hintergrundmusik. Es wird nichts erklärt, man kann einfach nur zugucken. Es wird einfach nur erklärt. Und du siehst hier auch an der Seite, das iPhone ist immer schon eingeblendet mit Activation Look, dass wir auch ja weiß, um was es geht. Und jetzt werden hier alle möglichen Dinge halt durchgeklickt. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Open Notepad hat er jetzt gemacht. Jetzt kommen wir langsam zu dem interessanten Bereich, wo man wirklich aktiv werden müsste. Das hat aber nicht funktioniert. Warten wir auf die nächste Aktion. So, jetzt macht er ein SSH zum Telefon auf. Funktioniert auch nicht. Ja, ihr seht schon, das Telefon an der Seite muss immer aktuell bleiben. Es muss immer eingeblendet sein. So, hier zeigt er euch jetzt die Logdatei des Handys an. Das heißt, es wird hier quasi eine SSH-Verbindung aufgebaut und man zeigt einfach die Logdateien an. Man kann hier diese Logdateien anzeigen. Das ist auch durchaus manchmal wertvoll, wenn man Fehler oder Fehlfunktionen finden will. Und jetzt kommt der Clou, das habe ich nämlich rausgekriegt, weil ich habe das nämlich nachvollzogen, ich habe das alles ausprobiert. Und er wollte jetzt wirklich auch nochmal durch, dass ihr wirklich seht, wie viel beeindruckend
viele Daten da sind, um die ihr euch jetzt dann gleich kümmern müsst. Warte das kurz ab, es geht gleich los. So, seht ihr jetzt fängt er hier oben an, auf Clear zu drücken. Das heißt, das ist, was man machen muss. Man muss an die 20 bis 25 Mal hier jetzt auf Clear gehen und den Bildschirminhalt, das betone ich jetzt, den Bildschirminhalt löschen. Es passiert da nichts auf dem Handy, ihr löscht da nichts auf dem Handy. Ihr löscht nur die Anzeige auf dem Bildschirm, das euch da ausgegeben wird. Und das Telefon an der Seite muss eingeschaltet bleiben, damit man sieht, Lock by Ordner. So, jetzt habt ihr das gesehen am Schluss, war jetzt ganz kurz, ich muss mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. So, hier ist jetzt ein leeres Fenster, das wird euch zumindest suggeriert. Ich weiß nicht, ob das nachbearbeitet ist, dass das leer ist, weil das iPhone eigentlich ständig Daten transferiert. Das heißt, ihr könnt das 100 Mal drücken hier oben auf Clear. Ihr bekommt das Fenster nie leer. Des Weiteren ist das nur eine Anzeige vom Telefon. Ihr habt keinen Einfluss, ihr ändert hier nichts an dem Telefon. Ihr ändert nichts an dem iPhone. Auf dem iPhone werden keine Daten rückgespeichert oder gelöscht. Und spätestens hier an dieser Stelle muss da eigentlich klar sein, hey, ich lösche nur in einer Log-Datei rum. Das kann nicht sein. Also selbst wenn ich das Handy hacken würde, in einer Log-Datei kann ich Adam und Eva reinschreiben und die Story über die Sintflut. Es wird aber nichts ändern. Gar nichts. Da können 100 Fahrräder in China umfallen, da passiert nichts. Ihr ändert es, ist hier nur eine Log-Datei. Oh, dann gehen wir mal weiter. Jetzt wird das aufgerufen, was nicht geht. Jetzt probiert er was anderes. So, und jetzt aktiviert er das Telefon wieder. Jetzt wird neu versucht, das Telefon zu aktivieren. Der Punkt, der jetzt funktionieren müsste. Wie gesagt, ihr habt auf dem Telefon nur die Logdatei angezeigt und habt die Anzeige auf eurem PC gelöscht. Also nichts auf dem Telefon verändert. So, das Telefon wieder aus. Jetzt machen wir es wieder an, damit es sieht, dass es noch Lock by Ordner ist. So. Da ist Retry, das hat nicht funktioniert. Jetzt ruft er, aktivieren es nochmal auf. Jetzt drückt er ein paar Mal auf Info und Links, aber das ändert auch nichts. Macht das wieder zu. So, jetzt wieder IPA, das ist die Firmware vom Handy. Ja, da klickt er jetzt nochmal richtig freundlich viel umeinander. Jetzt machen wir es wieder im Notepad auf. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Er arbeitet jetzt im Notepad und hat hier eine Config-Datei vom Handy offen. Diese bearbeitet er jetzt hier. Ihr seht ganz oben. Telefon wieder reaktivieren. Und schreibt da oben etwas rein. Schon wieder furchtbar schlecht lesbar, also selbst in HD auf dem Mac ist das fast nicht lesbar. Es wird ein bisschen weiter unten auch noch was geändert. Das Telefon reaktivieren. Das sagt er oben activated. Das ist auch ein bisschen schlecht. Was er jetzt da reinschreibt, sieht man eigentlich auch nicht. Dann ist er raus. So, stopp. Gehen wir jetzt nochmal hier hin. Nochmal eins zurück. Und nochmal eins zurück. Ja. Da ist kein Übergang. Hast du gesehen? Er springt hier rüber. Das ist ein Videoschnitt. Da ist geschnitten. Es gibt da keine Möglichkeit, diese veränderte Datei aufs Handy zu speichern. Die wird nicht angeboten. Das ist rausgeschnitten. Dann schauen wir mal hier weiter. So, jetzt sagt er hier Close. Die veränderte Datei ist also nicht aufs Handy zurückgeschrieben. Die kann man auch nicht zurückschreiben. Das ist nur eine Config-Anzeige. Es wird euch halt nur so verkauft. So, jetzt wird das Handy rebootet. Springen wir hier ein bisschen vor im Video. Da, jetzt kommt das iPhone wieder. Hello. Jawohl. Das sah gut aus. Lock by Ordner. Wer das Display kennt, der weiß, dass das Lock by Ordner ist.
Machen wir jetzt als nächstes. Jetzt haben wir wieder die Batch-Aktivierung. Start. Also es wird euch also quasi alles suggeriert, was ihr machen müsst, dass es einen Fehler geben kann, dass ihr Alternativen ausprobieren sollt. Es wird euch eigentlich alles gezeigt, visuell, was du wissen musst, damit du das ein fesselndes Video findest und glaubst, dass das funktioniert. So, wenn ich das Video jetzt richtig in Erinnerung habe, dann heißt es jetzt gleich grünes Häkchen, bing, Ihr iPhone wurde entsperrt. Das dauert etwas länger. Nein, es wurde nicht entsperrt. Er macht jetzt einen Retry. Das Zittern mit der Maus auf dem Retry, das soll jetzt sagen, dass man das nochmal machen muss. Und da sehe ich jetzt eigentlich auch keinen Videoschnitt. Und ihr seht, das iPhone ist entsperrt. Kinder, dieses Video war nix. Dass das ganz klar ist. Jetzt gehen wir mal zum anderen. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, wie du wirklich Stunden verballern kannst. Bringt dir 0. So, dann gehen wir mal zu ihm. Er erklärt jetzt am Anfang auch erst einmal wunderschön, warum man überhaupt in die Situation kommt. Market, like Facebook Marketplace, Craigslist. Alright, and the previous owner forget to sign out of their iCloud, and when you reset it, you have this iCloud activation lock, and most of the time, the sellers, they don't want you to provide their iCloud password and their emails, because for privacy reasons as well. Alright, or sometimes you forgot your own passcode and you are stuck at the lock screen. Okay, also er erzählt quasi, wie es sich passieren kann, dass er zu ein Handy kommt, das locked ist, dass man es kauft, dass es funktioniert, dass man es dann zurücksetzt und dann hat man eben diese Aktivierungssperre drin. Hat auch ganz recht, die meisten finden es auch auf diese Art und Weise raus, weil die wenigsten machen einen Reset, wenn sie das Handy kaufen. Ich kaufe meine Handys auch auf Gebraucht, Facebook zum Beispiel. Ne? Aber gerade hier in Asien ist so, man kriegt die Geräte wirklich sehr günstig teilweise und allerdings wird hier nur auch also wirklich alles verkauft. Also, dass da noch nicht die Großmutter dabei ist, ist ungefähr alles. Aber ich habe mir das auch zur Angewohnheit gemacht. Ich resette das Gerät. Also ich lösche die Daten, resette das Gerät in seinem Beisein. Dann sehe ich, ob das Gerät anscheinend hochfährt, ob da ein Lock kommt. Weil wenn ein Bypass drauf ist, ist dieser Bypass nach dem Löschen weg. Und dann kommt die iCloud-Sperre. Und dann kann ich das Ding wieder in die Hand drücken, gehe und behalte mein Geld. Das ist einfach nur ein Haufen Ärger, den ihr da habt, den ist es einfach nicht wert. So, er macht jetzt aber ganz was anderes. Das ist jetzt die Steigerung von dem ersten Video. Unlock any iPhone Password, install and securely. Also sicher und Dingsbums hier alles entfernen und löschen. Das ist ein kleines Programm, das gibt es als Free Download. Wenn man es dann benutzen will, muss man bezahlen. Wer hätte es gedacht? Er erklärt das auch wirklich hier alles wunderschön. Und dann muss ich jetzt mal ganz kurz an meinen Kollegen denken, der das auch gekauft hat, das Programm, weil er eins entsperren wollte. Dieses Gerät habe ich jetzt als Spielgerät hier. Der hat das Programm gekauft, wollte es damit entsperren, funktioniert nicht, könnte genauso knicken. Da gibt es also diverse andere Programme, die werden von Wondershare angeboten, von Alsambär. Da gibt es 100.000 Dinge, also It's really, really awesome that they include other features that you might need in the future as well. Und da kann ich euch wirklich sagen, spart euch das Geld, passt einfach auf, was ihr kauft. Eine iCloud-Sperre ab der iOS-Version 17, ich glaube es war 17.1 noch rauszubekommen oder einen Bypass zu legen, ist meines Wissens nach dem jetzigen Stand nicht möglich. Ja, könnt ihr euch jetzt mal so sacken lassen. Das heißt definitiv, egal was ihr für Videos im Internet findet, es ist definitiv nicht möglich, ab 17.1 nach jetzigem aktuellen Stand, das ist heute der 12. April 2025, zu entsperren. Mythos platzt hiermit. Das Ding ist, Apple ist einfach ein sicheres Ding. Android ist es möglich, da geht's. Es gibt Tricks, es gibt gute Seiten, wo man solche Informationen findet. Aber beim iPhone, ich kann euch sagen, ich habe damit 4 Tage zugebracht zu recherchieren. Ich habe nichts gefunden, was wirklich funktioniert. Ihr bekommt das nicht ans Laufen. Damit ist dieser Mythos eigentlich gebrochen. Ihr könnt die Apple iCloud momentan nicht entsperren. Ihr könnt das Gerät ausmachen, in den Schrank legen, alle halbe Jahre mal aufladen und wenn ihr Glück habt, gibt es in einem Jahr oder 2 Jahren vielleicht irgendetwas,
was euch ermöglicht, einen Bypass oder zu schalten oder diesen Lock bei Honor aufzuheben. Dafür ist allerdings wichtig, dass man nicht die iOS updatet, sonst hat man wieder die neueste iOS drauf und dann geht's nicht. Wenn du noch ein älteres iPhone hast mit einer iOS 16, da gibt es Videos, wo das funktioniert. Aber definitiv ab der Version 17.1 oder so ist es nicht mehr möglich. Könnt ihr euch ganz klar hinter die Ohren, spart euch eure Zeit, das ist nicht wert, es funktioniert nicht. Und diese Tools, die angeboten werden und verkauft werden, die tun es auch nicht. Ne, haben wir schon raus. Da kann man wirklich schön drauf reinfallen. Es ist schön beschrieben, es wird gezeigt. Ich produziere selber Videos. Ich weiß, dass man alles verändern und schneiden kann, wenn man entsprechend viel Zeit damit zubringt. Das tue ich nicht. Ich schneide meine Videos nur die Stücke raus, wo ich mal wieder huste, heuchel oder so ein Tischlaut mache. Ich kann euch dann T-Rex von Jurassic Park reinsetzen oder die Enterprise in das Bild. Das ist kein Problem. Glaubt nicht alles, was ihr bei YouTube seht. Die verkaufen euch wirklich alles. Und er ist ja auch am Schluss ganz happy und preist sein Programm halt einfach nochmal an. Das ist jetzt Any Unlock und ja, wie gesagt, Kinders, bringt nichts. Lasst es gut sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Like würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann ein Hinweis in eigener Sache. Ich produziere die Videos für euch natürlich immer in der privaten Freizeit. Investiere immer privates Geld auch da rein und so weiter. Wenn du diesen Kanal finanziell unterstützen möchtest oder meine Arbeit gut findest, dann kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung für PayPal, Bitcoin und Lightning. Wenn dir das Video überhaupt nicht zugefallen hat, kannst du natürlich auch einen Daumen nach unten drücken. Aber dann bitte auch eine sachliche Kritik dazu. Warum würde mich dann schon interessieren. Ansonsten solltest du weitergehende Probleme haben mit deiner EDV, mit deinem Notebook, mit deinem Server, mit deinem Netzwerk, mit deinem Notebook zu Hause, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter Remote-Dienstleister. Da werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde, Auftrag gegen Rechnung. Ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen oder sonstigen Abos. Und die erste Beratung ist kostenlos. Einfach das Kontaktformular ausfüllen, verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Das war's für dieses Video und bis zum nächsten Video. Bis dann.